Vorsicht, es ist wieder unterwegs. Hörst du, wie es hier auf leisen Sohlen herumschleicht, jederzeit bereit zuzuschlagen? Ja, da ist es, das gefürchtete Umräummonster. Naja, so sieht es jedenfalls mein Mann. Aber Spaß beiseite. Ich zeige dir heute die 5 Schritte, die auch deine zwischendurch Umräumaktionen zum Erfolg machen. Im Alltag bleibt selten Zeit für große Umräumaktionen. Deshalb geht es heute darum, in kurzer Zeit kleine Bereiche zu optimieren. Lass uns starten. Schritt 1. Definiere das Problem. Was stört dich am meisten? Manchmal fühlt sich ein Zimmer oder ein Bereich einfach nicht rund an. Dann schau bei einer solchen Aktion auf den Teil, der dich am meisten stört. Vielleicht ist es eine Ablage, vielleicht eine unorganisierte Schublade oder wie bei mir ein einzelnes Arbeitsgerät, beziehungsweise sein Platz. Seit einiger Zeit haben wir einen neuen Airfryer. Er ist deutlich größer und damit leider auch schwerer als unser altes Modell. Und ich mag ihn für die Nutzung nicht jedes Mal aus dem Keller hochhieven. Aber ich benutze ihn oft. Daher stand die Heißluftfritteuse also in den letzten Wochen hier auf der Arbeitsplatte. Doch wenn du meine Videos kennst, weißt du, dass ich es optisch lieber etwas ruhiger und im Fall der Küchenarbeitsplatte leerer mag. Ein Dilemma. Aber die Lösung ist im wahrsten Sinne des Wortes nah. Denn direkt neben der Küche, hier im Flur, haben wir einen großen Einbauschrank. Sogar mit Steckdose. Und ich habe einen Plan. Schritt 2. Mach dir einen Plan. Wie soll dein Ergebnis aussehen? Schritt 3. Die Vorbereitung. In diesem Schritt schaust du, ob dein Plan auch umsetzbar ist, ob du alles da hast, was du für deine Neuorganisation brauchst und ob die Maße passen. Denn aus Erfahrung weiß ich, dass es ziemlich frustrierend ist, wenn du schon Zeit und Energie in ein Projekt gesetzt hast und quasi kurz vor der Ziellinie feststellst, dass es so doch nicht klappt. Diesmal passt es aber und so geht's ans Umsetzen. Schritt 4. Das Umsetzen. Verzettel dich nicht. Dieser Tipp ist wichtig, und zwar nicht nur bei Zwischendurchaktionen, aber hier ganz besonders. Ich verzettel mich leider liebend gerne und wenn ich hier so in den Schrank schaue, sehe ich auch schon wieder ganz viele andere To-Dos, die ich ebenfalls mal in Angriff nehmen sollte. Die ganzen Winteraccessoires könnte ich zum Beispiel einlagern. Aber nicht heute. Heute konzentriere ich mich auf die eigentliche Aufgabe. Um Platz zu schaffen, muss ich zwar wirklich einige Winterjacken einlagern, aber ich belasse es dann auch hierbei. Der Rest bleibt, wo er ist. Naja, zumindest fast. Denn beim Umräumen stößt man oft auf Dinge, die aussortiert werden können. Und die dürfen dann auch wirklich gleich gehen. Apropos Ausmisten. Wenn du dein Zuhause auch ausmisten möchtest, aber nicht so genau weißt, wo du ansetzen sollst, dann schau gern mal in meinem Etsy-Shop vorbei. Hier habe ich eine praktische Liste mit 50 Dingen, die du sofort ausmisten kannst. Ach ja, und für deine Urlaubsvorbereitung findest du vielleicht meine Packlisten praktisch. Aber nun zurück zum Projekt. Zum Einsetzen von Regalböden habe ich auch eine ganz gute Methode gefunden. Nimm dir hier einfach das höchste Objekt, das du an dieser Stelle einräumen möchtest und orientiere dich beim Einsetzen der einzelnen Bodenhalter an dessen Höhe. So kannst du dir das Ausmessen sparen.
Kommen wir nun zum letzten Schritt, denn oftmals geht ein Plan nicht ganz auf. Schritt 5. Die Anpassung. Wenn nötig, optimiere deinen Plan. Vielleicht hast du ja den gleichen Einwand, den mein Mann gebracht hat und der zugegebenermaßen wirklich berechtigt ist. Und zwar der Geruch, der beim Benutzen der Heißluftfritteuse entsteht und der sich nun im ganzen Schrank festsetzen kann. So viel also zu meinem schönen Plan und meinem schönen Umräumen. Aber es gibt eine Lösung. Denn kleine Anpassungen lassen deinen Plan oftmals nicht nur gelingen, sie machen das Ergebnis meist noch besser als ursprünglich gedacht. So auch hier. Durch die zusätzliche Steckdosenleiste kann ich den Airfryer nun noch ein Stück nach oben setzen und bringe die Aufbewahrungskisten so in eine besser erreichbare Position. Und auch mit der Jalousie ist es nun viel praktischer. Zusätzlich kann ich die Fritteuse nun zum einen ganz einfach komplett ausschalten und zum anderen ohne großen Aufwand herausnehmen. Das Geruchsproblem ist ebenfalls gelöst. Denn für die geruchsintensiven Gerichte, wie zum Beispiel den leckeren Lachs, werde ich die Fritteuse einfach vom Flur in die Küche bringen und nach Zubereitung wieder zurückstellen. Denn die in Anführungszeichen normalen Dinge wie Kekse, Bagels oder auch mal ein Croissant backen wir im Flur. Mein Croissant werde ich jetzt mit Ausblick auf meine nun wieder schön leere Arbeitsplatte genießen. Wenn du magst, schreib mir gerne in die Kommentare, welches Zwischendurch-Projekt du als nächstes angehen möchtest. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß dabei. Und falls du jetzt noch ein paar Tipps brauchst, wie du dein Zuhause schnell und effektiv sauber und ordentlich bekommst, dann schau dir gerne noch dieses Video hier an. Bis zum nächsten Mal!